So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten in Jerasch, weiter Richtung Amman. Geschlafen habe ich super, das hat wunderbar geklappt hier mit dem Apartment. Und jetzt gehen wir mal in Jerasch durch die Stadt und gehen auch dann wieder in Jerasch dorthin, wo ich ja den Film über diese alte Stadt gemacht habe. Und dann schauen wir mal, was der Tag uns so bringt. Ich nehme euch mit. Auf geht's. So, mittlerweile habe ich Frühstück organisiert hier in Jerasch, gerade bei einer schönen arabischen Bäckerei, leckere Sachen entdeckt. Und jetzt suche ich mir mal ein nettes Plätzchen und werde erstmal frühstücken. Und das hier, das sieht doch gut aus, um hier zu sitzen, zu gucken und zu frühstücken. Ich würde mal sagen, das mache ich jetzt. So, mittlerweile stehe ich jetzt hier mitten in Jerasch an so einem zentralen Platz. Hinter mir ist ein schönes Objekt, das ich auch gerade nochmal fotografiert habe. Ja, was soll ich sagen? Schaut selbst. Da hinten ist die alte Kulturstadt Jerasch. Und du stehst hier mitten im Getümmel von Jerasch. Wahnsinn. Und alle Leute fragen natürlich, wo kommst du her? Und wenn ich denen erzähle, dass ich aus Deutschland komme, dann sind die immer völlig erstaunt, dass ich mich hierher verirrt habe. So, ich werde Jerasch noch ein bisschen weiter erkunden. Die alte Stadt kenne ich ja schon. Ich bin in der neuen Stadt sozusagen. Und wenn ich was Interessantes finde, melde ich mich. So, mittlerweile bin ich jetzt aus dem sogenannten neuen Stadtkern von Jerasch rausgegangen und befinde mich jetzt außerhalb. Und das ist ein Bereich, den müsstet ihr noch kennen, denn den haben wir uns schon angesehen. Ich bin jetzt hier wieder in dem Bereich von Jerasch vor 2000 Jahren. So sieht das Ganze jetzt von außen aus. Dahinter ist diese Arena, wo ich jetzt gerade vergessen habe, wie sie heißt. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass Khaled mir sagte, dass da 15.000 Menschen reinpassen. Da habe ich dann sofort Ben Hur und die Wagenrennen im Kopf. Da muss ich dran denken. So sieht das Ganze hier aus.
Und ich kann mich immer wiederholen, aber Jordanien ist ein sehr, sehr gastfreundliches Land. Autos hupen mich an, fragen, wie es mir geht. Also sehr, sehr schön hier, sich zu bewegen. Und was auch toll ist, du wirst immer wieder gefragt, ob sie dir helfen können. Und die fragen nicht nur, die tun das auch. Also wirklich schön. So, ich gehe jetzt mal weiter zu diesem sogenannten Stadttor, wobei wir ja gelernt haben von Khaled, dass es nicht das Stadttor sein kann, denn früher wurden die Toten niemals innerhalb einer Stadt beerdigt, sondern immer außerhalb. Und man hat nach diesem Tor, was ich euch mal zeigen werde, da oben ist es, und in diesem Bereich hier, was ich natürlich jetzt nicht sehen kann, da haben sie einen alten Friedhof gefunden. Die Franzosen haben den entdeckt. Und von daher geht man davon aus, dass das nicht das alte Stadttor war, sondern da, wo das Tourismuszentrum ist. Da geht man von aus, dass das das ursprüngliche Stadttor war. Ich laufe noch mal ein Stück und dann zeige ich euch das noch mal. So, jetzt bin ich an der Stelle und da im Hintergrund seht ihr das sogenannte alte Stadttor, aber wie gesagt, man geht davon aus, dass es nicht das Stadttor ist. Ich schwenke mal die Kamera und das kennt ihr, da habe ich ja den Film drüber gemacht und da hinten sind die Startboxen an der linken Seite von dem Tor. Ich gehe mal da durch, genau. Ja, ich werde jetzt weitergehen Richtung Amman auf dem sogenannten Jerusalemweg. Was bedeutet der Jerusalemweg? Der Johannes Aschauer ist ein Österreicher, der ist vor 10 Jahren auf die Idee gekommen, mit einem Freund von Santiago aus zu Fuß bis nach Jerusalem zu gehen. Wer da Informationen zu haben möchte, geht einfach auf die Internetseite. Die verlinke ich unten in der Box. Könnt ihr euch dann ansehen. Und ja, das haben sie vor 10 Jahren gemacht. Davon hat dann noch ein anderer mitbekommen, so dass sie nachher zu dritt diesen Weg gegangen sind. Und das ist mittlerweile 10 Jahre her. Ja, Jerusalemweg. Ich bin auf dem Stück unterwegs von Jordanien Richtung Israel. Der Plan war an für sich, dass ich von der syrischen Grenze bis nach Jerusalem gehe. Aber aufgrund der Lage komme ich nicht nach Israel hinein. Es kann sein, dass sich das vielleicht noch ändert in den nächsten 1-2 Tagen. Aber aktuell ist es ja auch so, dass wir seit letzter Woche hier in Jordanien den Lockdown haben, immer freitags. Und ja, jetzt muss man mal sehen, wie sich das denn so weiterentwickelt. Also ich würde gerne bis Jerusalem gehen, aber es kann durchaus sein, dass das aufgrund der Lage nichts wird. Aber dann holen wir das nach. So, ich werde jetzt mal eine Weile gehen und wenn ich was Interessantes entdecke, dann seid ihr dabei. So, mittlerweile brennt die Sonne so dermaßen, dass ich mir mal überlege, mein Tuch wieder umzubinden. Damit die Sonne mich nicht ganz so verbrennt. Haben wir uns ja das schöne Tuch hier gekauft. Und das ist sehr praktisch und schützt vor der Sonne. So, gleich sehen wir wieder echt aus wie ein Araber, aber Sonnenschutz geht vor.
Oh. Fertig? Auf geht's. So, ich bin jetzt so ein bisschen außerhalb von Jerash und habe gerade so eine nette Bekanntschaft gemacht mit einem Herrn, der den Johannes auch kennt vom Jerusalem-Weg und der mich dann gleich erstmal auf einen Kaffee eingeladen hat, obwohl es waren mehrere Kaffee, und hat mich mit Wasser versorgt. Und als ich jetzt gehen wollte, hatte ich ihn gefragt, was ich ihm schuldig bin, und er sagte, gar nichts. Er supportet Pilgrims, die auf dem Jerusalem-Weg unterwegs sind. Die unterstützt er, gibt ihm Wasser und gibt ihnen sogar eine Unterkunft. Also ich hätte da auch schlafen können. Und ich war jetzt gerade kaum ein paar Meter weggelaufen, wurde ich schon wieder von einem Auto angehupt und gefragt, ob alles gut ist, ob ich Hilfe brauche oder ob er mich mitnehmen könnte. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Mal schauen, was heute noch so passiert. Ich nehme euch mit. So, ich habe jetzt gerade was entdeckt außerhalb von Jerash. Und zwar habe ich hier gerade Arbeiter gesehen. Hinter mir im Hintergrund seht ihr das. Ich zeige euch das mal. Da werden jetzt alte Ölkanister sortiert. Da hinten seht ihr Mutterboden, der kommt da rein. Und dann werden da Bäume angepflanzt, werden großgezogen und werden dann verkauft. Hammer! Ich bin mal gespannt, was ich noch so alles entdecke hier auf meinem Weg. Und ich bin echt gespannt auf die Flussüberquerung nachher. Ich glaube, das wird nochmal richtig interessant. Vor allem kann ich mir durchaus vorstellen, es wird kalt an den Füßen. Vorher werde ich dann noch bei so einem kleinen Kiosk direkt an der Autobahn mir dann mal einen Kaffee gönnen, bevor es dann an die Flussüberquerung geht. Da werdet ihr natürlich dabei sein, mit dem einen Vorteil, ihr bekommt keine kalten Füße. Bis später. So, was man hier jetzt sieht, ist so ein Schild, heißt Forest Reef. Also du kannst hier auf den Wald gucken. Und ich schwenke jetzt mal rum. Da oben ist so ein schönes Areal. Dort kann man auf diesen Wald schauen, der sich da oben auf dem Berg befindet. Und der Khaled erzählte mir auf der Herfahrt, als ich Jerash besucht hatte, dass man in der Vergangenheit 2 Millionen Bäume hier in Jordanien gefällt hat für den Bau der Eisenbahn. Und da brauchte man ganz viele Bahnschwellen sozusagen. Und da hat man dann sehr viel von diesen Bäumen abgerodet. Und jetzt fehlen diese Bäume natürlich für das Klima hier in Jordanien. Das wollte ich euch mal gerade zeigen, weil ich da nämlich gerade hier dran vorbeigehe. So, schauen wir mal. Auf geht's. Also unglaublich. Ich habe ja diesen Film gerade gemacht, wo ich euch das erzählt habe mit dem Wald. Und hier rechts von mir auf dem Feld sind Feldarbeiter. Und 2 Beduinen sitzen oben unter dem Baum und haben mich sofort zu einem Tee eingeladen. Ja, Problem ist nur, wenn ich alle Einladungen annehme, dann komme ich hier 0,0 vorwärts. Also sprachlos. Bis später.
So, mittlerweile sind wir 10 Kilometer nördlich von Jerash und nicht mehr lange, dann erreichen wir den Fluss. Ich zeige euch den mal. Also da unten, da ist der Fluss und da oben auf dem Berg, da müssen wir gleich hin, denn da ist dieser Kiosk, wo ich gleich erstmal nett was essen werde und danach habe ich dann die Flussüberquerung vor mir. Ich hatte gerade schon so einen Blick auf den Fluss. Wassergeschwindigkeit. Ja, also das, was ich gerade gesehen habe, da floss schon eine Menge Wasser. Mal sehen, ob ich gleich einen Blick erhaschen kann. Dann seid ihr dabei. Und bei der Flussüberquerung sowieso. Also lasst uns mal schauen. So, mittlerweile sind wir unter der Autobahnbrücke durch. Hab oben an dem Kiosk gerade lecker Kaffee getrunken. Und jetzt geht es in nordöstliche Richtung, immer am Fluss weiter. Da vorne sind Beduinen, zeige ich euch mal. Die stehen da mit ihren Pferden. Und da ist der Fluss. Dem gehen wir jetzt entlang. Und irgendwann kommt die Stelle, wo wir dann über den Fluss rüber müssen, weil der Weg dann auf der anderen Seite weitergeht. Tja, ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Ich denke mal, ich werde gleich von den Beduinen gefragt, ob die mich nicht ein Stück begleiten sollen. Da gehe ich zumindest von aus. Mal abwarten. So, Freunde, wir sitzen auf einem Pferd und es geht durchs Wasser. Ja, die Beduinen haben gesagt, das Wasser ist zu tief zum Durchlaufen. Deswegen sitze ich auf einem Pferd und werde hier durchgeführt. Hammer! Jetzt bin ich wirklich ein Beduine, sitzend auf dem Pferd durchs Flussbett. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal auf dem Pferd gesessen habe, aber das ist irgendwie schon, ich glaube als Kind mit meinen Eltern in Lübeck auf dem Volksfestplatz. Gibt es glaube ich auch noch ein Foto von. Hammer! Leute, guckt euch das an. Das ist Jordanien. Hilfsbereit ohne Ende, die Leute. Ohne Ende. So, durch den Fluss geritten. Naja, geritten ist übertrieben. Ich saß auf dem Pferd und das Pferd hat zum Glück gewusst, was es tun muss. Dann mehr habe ich dazu irgendwie nicht beigetragen. Aber wenn das Pferd nicht gewesen wäre, hätte ich jetzt schon zweimal die Schuhe ausziehen müssen. Denn die Straße, die ich an für sich gehen wollte,
die ist nicht mehr da. Die ist zwar schon noch da, aber eingezäunt. Und von daher musste ich zweimal durchs Fußbett durch. Und ich bin ganz froh, auf diesem Pferd gesessen zu haben. Im Hintergrund wird es gerade laut. Ich zeige euch mal warum. Das ist der Grund. Die Kinder spielen da. Salam alaikum. Thank you. Ja, hier gehen wir weiter. Ja, saß eine Familie am Fluss mit Tee. Und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, auch hier wurde ich wieder gefragt, ob ich Tee möchte. Aber wenn ich überall bleibe, wo ich Tee angeboten bekomme, komme ich hier keinen Meter vorwärts. So Leute, auf geht's. Weiter am Flussbett entlang. Das ist unsere Richtung. So, da vorne sehe ich schon eine Brücke. Und die Brücke ist kaputt. Mal schauen, ob ich darüber muss. Ich habe keine Ahnung. So, mittlerweile bin ich von dem Berg jetzt wieder runter. Das habe ich euch das Foto ja gerade gezeigt. Und laufe jetzt hier unten. Das sieht aus wie so eine Ferienanlage, respektive wo Leute wohl dann im Sommer sitzen und ihre Abende genießen zum Grillen. Hallo! Und ich zeige euch jetzt mal, wie das hier aussieht. Das ist richtig nett. Hier sind so einzelne Parzellen. Auf der Seite sind so ein Kinderspielplatz. Und hier laufe ich jetzt immer weiter. Und irgendwann kommt dann dort meine Flussdurchquerung. Aber so wie ich das einschätze, diesmal ohne Pferd. Sondern dann wirklich zu Fuß. Oh, ich freue mich noch nicht. Aber mal schauen. Bis später. So Freunde, ich habe eine Unterkunft gefunden. Direkt hier in diesem schönen Haus. Ich zeige euch das. So, wir sind jetzt eingeladen worden, eine exklusive Führung zu machen mit dem Golf Caddy. Und die zeigen mir jetzt hier ihre Ferienanlage. Und ihr kommt mit. So, auf geht's. So, jetzt gehen wir hier mal schön rum. Und wie gesagt, das, was Sie hier sehen, ist eine Ferienanlage. Und ich kriege hier gerade eine exklusive Führung. Und das Schöne ist, ich darf hier heute Nacht schlafen. Essen wird auch noch für mich gekocht. Ich mache alles richtig gerade. So. Sie haben jetzt für mich extra den Brunnen angemacht und sie möchten, dass ich das filme. Leute, das ist Wahnsinn. Schaut euch das an. Ha? Ich hoffe, ihr seht das, auch wenn die Sonne jetzt ganz schön blendet. Aber das ist doch wohl Hammer, oder? Ich gehe doch mal einmal rum. Ich filme das mal von der anderen Seite. So, da ist das Haus. Da drin darf ich heute übernachten. Und der Chef des Ganzen hier, der mich eingeladen hat, der bereitet jetzt gerade das Essen vor. Extra für mich angemacht. Damit ich diesen Film hier mache. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Aber
Ich nehme euch ja mit. Was soll ich sagen? Phänomenal, was ich hier alles so erleben darf. Und die Gastfreundschaft, die Gastfreundlichkeit in diesem Land ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich, kann man nicht in Worte fassen. So, jetzt gehe ich mal zurück zu dem Haus, wo ich schlafe. Und schauen wir da mal den Swimmingpool an, der sieht einladend aus. So, jetzt sind wir hier angekommen. Ja. Bei einer Pool Area für Kinder. Und die zeige ich euch mal. So sieht die aus. Natürlich das auch seit einem Jahr nicht benutzt. Weil auch hier darf das nicht benutzt werden. Da sind meine beiden Begleiter. Und ich denke mal, die wollen jetzt irgendwas einschalten. Guck mal, Licht haben sie jetzt gerade angemacht. Poolbeleuchtung ist an. Schaut euch das an. Wenn das voll in Betrieb ist hier, ist das ein Traum sein. Leute, guckt euch das an. Exklusiv für mich eingeschaltet. Unglaublich. Unglaublich, was die hier machen. Gut, das Wasser sieht jetzt natürlich nicht sauber aus, aber das ist in Deutschland bei einigen Badeanstalten ja nichts anderes. Aber das ist Jordanien. Eine Ferienanlage, die sie jetzt mal eben für mich einschalten, damit ich einen Film darüber machen kann. Hammer. Hammer. So, und schwupp, das Ganze ausgeschaltet, damit ich das filmen konnte. In anderen Ländern machen sie dir noch nicht mal die Tür auf. Da wird gesagt, es ist zu und dann ist das fertig. So, und mit diesem Fahrzeug geht es gleich wieder zurück. Auf geht's, ich nehme euch mit. So, wo ich euch natürlich mit hinnehmen muss, ist natürlich ganz klar zu meinem Swimmingpool heute. Ihr hört das Plätschern wahrscheinlich im Hintergrund schon, aber ihr habt den Pool noch nicht gesehen. Leute, mein Pool, jetzt sagt mal, ist das nicht Hammer? Also ich finde das hammermäßig. Tja, vorhin wusste ich noch nicht, wo mich das hinschlägt heute. Ich hatte auch noch keine wirkliche Idee, wo ich heute übernachte. Und ich glaube, es könnte schlechter sein. Bin gespannt, was es nachher zu essen gibt. Aber auch das wird brutal gut werden. Zweiter Tag auf dem Weg. Bin ich zufrieden? Ich bin mehr als zufrieden. Es macht unendlich viel Spaß. Wenn es was Interessantes gibt, sind wir wieder dabei. Ihr wisst ja, ich nehme euch überall mit hin. Schauen wir mal, was heute noch so ist. Zum Schluss melde ich mich nochmal. Aber hier bin ich wirklich sehr zufrieden, hier die Nacht zu verbringen. Bis später.
So, ich melde mich nochmal bei euch. Resümee des Tages. Ich bin hier eingeladen worden zum Abendessen. Und die fahren hier richtig großes Essen auf. Khaled hatte mit denen gesprochen. Und Khaled hat denen erklärt, was ich hier so tue. Weil das Englisch von dem Mann, der mich hier eingeladen hat, nicht so gut ist. Von daher verständigen wir uns hier mit Händen und Füßen. Das funktioniert aber ganz gut. Daraufhin haben wir dann mit Khaled telefoniert. Und Khaled hat dann berichtet, was ich dann hier so tue. Und die haben jetzt ein paar Freunde eingeladen. Und das wird hier gleich ein großes Essen geben. Und wie ihr seht, das Wetter ist hier richtig fein. Und so sieht das Ganze hier jetzt bei Dunkelheit aus. Also richtig, richtig nett. Ich schwenke mal die Kamera um. Das ist momentan so das, was ich hier sehe. Und ich würde sagen, für den zweiten Tag in Jordanien auf dem Jerusalemweg habe ich alles richtig gemacht. Morgen geht es weiter Richtung Amman. Wenn euch das gefallen hat, unten abonnieren klicken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ja, die Flussüberquerung, was ich noch vergessen hatte. Ich hatte ja an für sich gesagt, ich gehe durch den Fluss. Ja, das steht dann morgen an. Das heißt, 3. Tag, dann geht es durch den Fluss. Müsst ihr das nächste Video abwarten. Kein Problem. Klicken. Danke. Gute Nacht. Tschüss. حلو انه كبير. هذا الخشبات الدكتور والله لا يشوف. يقول لك الطوبة حرك. الله محمد رهيب. والله العظيم انه فنان.